Heute machen wir alte Filamentspulen zu Pellets. Bleibt unbedingt dran, wenn ihr sehen wollt, wie ich einen Pelletizer aufbaue und diesen Berg alter Filamentrollen mit 1500 Umdrehungen pro Minute zu Pellets verarbeite. Okay, bevor wir loslegen, was ist überhaupt ein Pelletizer? Der Atme 3D Pelletizer ist ein Bausatz. Die fertige Maschine erlaubt es dann, in Verbindung mit einer Bohrmaschine oder einem anderen passenden Antrieb, Filamentrollen wieder zu Pellets zu verarbeiten. Der Bausatz kostet 159 € und die fertige Maschine kann Filament in den Stärken 1,75 bis 2,85 mm verarbeiten. Falls du dich an dieser Stelle fragst, warum man überhaupt aus fertigen Filamentspulen wieder Pellets machen will, kann ich dir das erklären. Beispielsweise unterstützen wenige 3D-Drucker heutzutage noch 2,85 mm dickes Filament. So könnte man dieses Filament einfach zerkleinern und daraus 1,75 mm dickes Filament herstellen. Natürlich könnten so auch defekte oder fast leere Rollen verarbeitet werden. Wie das Recycling selbst funktioniert, habe ich bereits in einem anderen Video getestet. Dazu habe ich den Atme 3D Extruder verwendet und erfolgreich aus 20 Kilo Fehldrucken, die ich geschreddert habe, neues Filament hergestellt. Schau dir unbedingt das Video an. Ich habe es dir auch unten in der Beschreibung verlinkt. Bevor wir loslegen, möchte ich noch betonen, dass ich für dieses Video kein Geld bekomme. David hat mir allerdings freundlicherweise den Pelletizer als kostenloses Testgerät zur Verfügung gestellt. Als Dank für mein erstes Video über den Atme 3D, von dem er übrigens vorher auch nichts wusste. Ich hatte David übrigens zufälligerweise auf der Formnext Messe in Frankfurt letzten November persönlich kennenlernen dürfen. Da war das Recycling-Video aber schon im Kasten. Also kommen wir zum Aufbau. Übrigens, falls dich der Aufbau nicht interessiert, kannst du einfach weiterspringen. In der Videobeschreibung unten im Video sind alle Kapitel verlinkt. Zur Vorbereitung müssen einige 3D-Druckteile gedruckt werden. Manche davon übrigens in PLA, wenige in ABS. Die Dokumentation erklärt das aber sehr gut. Übrigens gibt es eine Version für die Tisch- und eine für die Deckelmontage. Da ich den Pelletizer mit einer IKEA Sammlerkiste nutzen wollte, habe ich natürlich die Deckelvariante gedruckt. Meine Druckzeit waren etwa 19 Stunden und 20 Minuten. Die Gehäuseteile habe ich sogar wieder aus meinem recycelten PLA gedruckt. Die Innenteile haben alle auf ein Druckbett gepasst und ich habe sie aus Gründen des Kontrastes in Gelb gedruckt. Die Teile, die aus ABS sind, wurden grün, einfach weil ich zurzeit nur grünes und rotes ABS vorrätig hatte. Wie ihr gesehen habt, hat sich ein Teil trotz riesigem Brim von meiner Druckplatte gelöst, aber das war natürlich kein Problem und wurde dann nochmal einzeln gedruckt. Cool war übrigens, dass mich mein Drucker auf das Problem hingewiesen hat und ich das defekte Teil dann einfach deaktivieren konnte, um die anderen zwei Bauteile zu retten. So sah mein Bausatz dann aus. Einige Teile aus dem 3D-Drucker und die im Bausatz enthaltenen Teile. Ich hatte dann erst im mitgelieferten Heft geblättert, aber dann schnell gemerkt, dass das nicht den Aufbau, sondern nur den späteren Betrieb erklärt. Bestimmt irgendwas mit einer CE-Norm zu tun oder so. Ich habe dann erstmal alle Schrauben einigermaßen in einem IKEA Sammlerdeckel sortiert und mich dann an den Zusammenbau gemacht. Das ging richtig flott. Hier habe ich das rotierende Messer montiert. Hier nochmal die 3 Gehäuseteile im Grau meines eigenen Filaments. Zu meiner Recyclingstation gibt es übrigens auch ein Video. Ich habe es dir hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der Aufbau ist wirklich gut erklärt und einfach. Hier ein Lager rein, dort ein Teil in die Führung stecken, Schraube anziehen, Feder einschieben, noch ein Lager einpressen, Förderrad festschrauben, hier und da etwas Schliffmaterial entfernen. Das Schliffmaterial wird natürlich gesammelt und wieder recycelt. Und dann konnte auch schon das erste Zahnrad verschraubt werden. Übrigens sehr smarte Idee mit dem Halter, dass sich das Zahnrad beim Festschrauben nicht dreht. Gefällt mir wirklich gut. Dann konnte direkt das zweite Zahnrad eingebaut werden, gefolgt vom Einsetzen des Messers, erst die Unterlegscheibe und dann das Messer selbst. Dann war es auch schon Zeit für den Zwischenteil. In den Deckel kommen dann nochmal ein paar Lager. Übrigens je nach Einstellung der Pelletgröße an eine andere Position. Achtet beim Zusammenbau unbedingt darauf. Und dann kann der Deckel auch schon aufgesteckt werden. Gehalten wird das alles von einigen Holzschrauben, die ich natürlich über Kreuz angezogen habe. Und das war's. So sah der fertige Pelletizer dann aus. Mir gefällt die Kombination aus Gelb und Grau wirklich gut. Ich habe dann noch einen kurzen Funktionstest gemacht und es mir natürlich nicht nehmen lassen, die mitgelieferten Aufkleber aufzukleben. Natürlich die Fläche davor noch mit Isopropanol gereinigt, wie es in der Aufbauanleitung steht. Fertig!
Jetzt kann nichts mehr schief gehen eigentlich. Der letzte Schritt war jetzt noch die Montage des Filamenthalters, der übrigens gleichzeitig eine Bohrmaschine stützen kann. Und dieses kleine Teil hier. Das finde ich auch wieder sehr genial. Das Filament läuft durch das kleine Loch in der Metallplatte, zieht man das gelbe Teil dann samt Platte heraus, wird eventuell noch übriges Filament direkt aus dem Pelletizer entfernt. Der Spulenhalter war auch leicht zu montieren. Lager rein, Schraube suchen. Bei mir hat eine Schraube gefehlt oder ich habe sie verloren, weiß ich leider nicht mehr. Aber das war ein lösbares Problem, bei dem mir mein Schraubenschrank helfen sollte. Yep, die Schraube müsste passen. Etwas dicker, so wie ich gerade. 4 Kilo by the way, ja? 4,5 schon mittlerweile. Krass. Vorher, als ich reinkam. Ja, das ist leider nur ein kurzer Effekt immer. War's doch. Den Kopf der Schraube habe ich dann noch etwas abgeschliffen und dann konnte ich den Halter endlich montieren. Hier noch eine Schraube durch und anziehen. Und das Gegenstück des Spulenhalters drauf. Hier kann ich schon mal spoilern, dass ich den Spulenhalter fast nie zugeschraubt hatte, weil ich zu oft die Rollen gewechselt habe. Und so sah der fertige Halter dann aus. Jetzt konnte ich mich um den Deckel kümmern. In meinem Fall wollte ich den Pelletizer auf eine IKEA Sammlerkiste montieren. Der Deckel selbst ist natürlich viel zu wackelig, um eine laufende Bohrmaschine und den Pelletizer zu halten. Ich habe darum kurz in meiner Restholzecke geschaut, ein übriges USB-Plätzchen zugeschnitten und den Deckel draufgelegt. Ein paar Schrauben geholt, den Deckel am Teil festgeschraubt, gemerkt, dass sich eine Senkkopfschraube dafür nicht wirklich gut eignet, Linsenkopfschrauben geholt und verschraubt. Das sah schon mal sehr gut aus und der Deckel war jetzt deutlich stabiler. Und wie es der Zufall will, passt auch hier mein einziger Lochbohrer wieder nahezu perfekt. Das Loch war dann auch schnell gebohrt, schön von beiden Seiten zur Hälfte, damit nichts ausfranst. Hier hatte ich dann vorgebohrt. Achtung! Kannst du schon sehen, welchen fatalen Fehler ich hier gemacht habe? Schreib's mal in die Kommentare. Ich habe dann ein paar längere Schrauben geholt und angesetzt und dann war der Pelletizer auch schon verschraubt. Und siehst du es? Genau. Oh, ich bin so dumm. Falsch rum hingeschraubt. Ich habe den Pelletizer auf die falsche Seite des Deckels montiert. Oh Mann! So sah meine fertige Kiste mit dem Pelletizer dann aus. War auch wirklich richtig stabil. Jetzt konnte ich noch flott den Filamenthalter montieren und endlich testen. Übrigens war ich etwas enttäuscht, denn in der Anleitung meiner Einhände-Bohrmaschine stand nicht korrekt, welcher Buchstabe am Drehrad, am Schalter, welche Drehzahl bedeutet. Aber ChatGPT konnte mir da zum Glück weiterhelfen. Jeder Buchstabe sind wohl ungefähr 500 Umdrehungen pro Minute, sodass C oder D in etwa bei 1,5 liegen, also 1500. Jetzt aber zum Betrieb. Sieht cool aus, oder? Der Pelletizer zieht das Filament selbstständig nach. Unten purzeln gleichmäßig große Pellets raus. Finde ich richtig cool. Wenn eine Rolle leer ist, bleibt ein kleiner Restfilament im Pelletizer stecken. Meistens bekommt man das schon durch das Rausziehen des Schnittens raus. Ab und an habe ich auch mit einer Zange nachgeholfen. Diese langen Zangen sind übrigens echt der Hit. Sie haben mir schon oft geholfen, wo kein anderes Werkzeug mehr funktioniert hat. Ich habe sie euch unten auch mal verlinkt. Und so habe ich dann weitergemacht. Die Hälfte der Rollen war schon weg. Manche Rollen waren auch zu groß für den Halter, aber zum Glück waren diese Rollen nicht so voll, sodass ich sie kurz manuell in den Pelletizer reingeschoben habe. Manche davon hatten übrigens auch 3 mm und waren wirklich schon extrem alt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Firma Multec für die kleine Spende für mein Experiment. Danke. Und dann ist es passiert. Gerade als ich diese Rolle mit dem gelben Filament pelletizert habe, pelletizert, hat der Pelletizer auf einmal aufgehört, das Filament einzuziehen. Irgendwas scheint kaputt gegangen zu sein. Ich habe es dann noch mit 1,75 mm dicken Filament getestet, aber irgendwas scheint nicht mehr zu klappen. David meinte in WhatsApp, dass das Förderrad locker sein könnte, aber leider war das bei mir nicht der Fall. Nach einiger Untersuchung habe ich dann bemerkt, dass die Schraube, die die Rundführung gegen das Filament presst, wohl aus ihrem Gewinde gerissen wurde. Vielleicht lag das daran, dass ich 3 mm dickes Filament benutzt habe, wofür der Pelletizer vielleicht gar nicht ausgelegt ist, sondern nur 2,75. Ich weiß es nicht. Ich habe das Teil dann jedenfalls nochmal aus ABS und 99% Infill gedruckt. Man sieht, dass es immerhin 1 Gramm schwerer wurde. Die Schraube für die Rundführung habe ich dann auch durch eine bewusst dickere und längere Schraube ersetzt. Das hat beim Reinschrauben zwar etwas geknackt, hat aber gut geklappt. Und ich konnte wieder alles zusammenbauen. Die Feder natürlich nicht vergessen. Das Förderrad habe ich zur Sicherheit auch nochmal festgezogen. Ich den Deckel aufsetzen und wieder verschrauben. Und tada! Alles hat wieder geklappt. Ich war erleichtert. Hier übrigens noch ein Beispiel, warum man den Pelletizer nicht unaufbesichtigt laufen lassen sollte.
Naja, wie auch immer. Ich konnte dann weitermachen und alle meine alten Rollen wieder zu Pellets verarbeiten. Lediglich eine Rolle war zugebrochen, aber auch dafür habe ich eine Lösung. Ich habe mir nämlich einen riesigen Plastikschredder bei Kleinanzeigen geschossen. Primär will ich damit Fehldrucker schneller klein bekommen, aber mit der Spule Filament sollte er wahrscheinlich auch fertig werden. Lasst also unbedingt ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. So sah mein fertiges Granulat dann aus. Bunt gemischt und hoffentlich nur PLA. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Kommen wir zum Fazit. Der Pelletizer von Atme ist ein tolles Gerät. Der Aufbau ist unkompliziert und die Bauanleitung, wie auch schon beim Atme 3D, sehr detailreich und ausführlich. In Verbindung mit einer Bohrmaschine ist die Verwendung des Pelletizers wirklich einfach und schnell. Durch den automatischen Einzug kann man eine Rolle einlegen und dann zumindest nebenher noch irgendwas anderes erledigen, während die Rolle in Stücke gehackt wird und mindestens mit einem Auge im Blick haben. Ganz selten hatte ich ein paar Spulen meines selbst produzierten Filamentes, das zu dünn war. Die sind dann einfach durch den Pelletizer gerutscht und kamen teilweise am Stück in der Kiste an. Falls ihr öfter irgendwelche Filamentrollen klein machen wollt, kauft euch das Teil und unterstützt David bei seiner großartigen Arbeit. Danke fürs Zuschauen, danke David für die tollen Produkte. Wir sehen uns im nächsten Video und ich kann schon mal verraten, das Video zu der Plastikmühle wird episch. Hier nochmal eine kleine Sneak Preview, als ich es endlich geschafft habe, alles korrekt zu bedienen. Also wenn du jetzt noch nicht abonniert hast, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ciao, bis zum nächsten Video, das war's, ciao!